Arbeitslosigkeit am günstigsten dran, auch hinsichtlich des Realeinkommens der Arbeitnehmer. Das begann schon mit den Festen in Normandie und in Paris. Da wurden die Vertreter der russischen Armee nicht eingeladen. Und das ist, wie ich schon oft das gesagt habe, das ist die Folge oder die letzten Krämpfe vielleicht des Kalten Krieges. Ebenso wie die 50-jährige Anwesenheit der Truppen hier. Und nun müssen diese jungen Soldaten, die den Segen der späten Geburt haben, ja, mehr als Politiker, wie ich diesen Begriff gebrauchen. Ihre Großväter haben gekämpft, ihre Väter haben vielleicht Fehler begangen, haben sich Stalin beugen müssen. Und nun müssen sie dafür verantworten, dass jetzt so feierlich die letzten Tage, die letzten Stunden der Anwesenheit begangen werden. Ja, das ist ein Versuch einer Wiedergutmachung. Ist schön und gut. Ich weiß nicht, wer die politische Entscheidung getroffen hat. Herr Kohl, der Boss. Ich will hier keinen Namen nennen, aber die Entscheidung war falsch. Falsch und ungerecht. Natürlich. Denn wenn man ihnen anrechnet, was ihre Großeltern getan haben, da musste man bei den schönen Feiern in der Normandie und in Paris daran denken, dass das unmöglich wäre, wenn nicht Stalingrad gewesen wäre, wenn nicht Moskau 41, wenn nicht Millionen verblutet wären. Man rechnet ihnen also die schlimmen Taten von Zehntausenden oder von dem Stalin und nicht den Tod der Millionen. Ist es Kurzsichtigkeit gewesen oder ist es die Unfähigkeit mit 1953, 1956, 1968 fertig zu werden, Herr Leonhard, die dahinter steht, hinter dieser Entscheidung? Ich glaube, es ist die Unfähigkeit zu verstehen, was in den letzten 9 Jahren seit der Ernennung Gorbatschows am 11. März 1985 geschehen ist. Ich habe selten etwas so gehört, was so klar war, wie von Oberst Wladimir Strelnikow, der klar sagt, ich habe hier keine sowjetische Uniform von der Vergangenheit. Ich habe jetzt eine russische Uniform eines neuen Staates. Und das Wichtigste überhaupt ist, dass man in Deutschland versteht, dass vom März 1985 bis heute Russen, Ukrainer, Belarussen und die Bevölkerung von allen anderen heutigen GUS-Staaten sich selbst von der Diktatur befreit haben. Ja. Ganz alleine. Und das war nicht nur Gorbatschow oder Jelzin oder Shevardnadze oder Jakovlev. Da waren Hunderttausende, sind auf die Straße gegangen für Demokratie, haben das durchgesetzt, haben die Monopolstellung, nur durch den Druck der Menschen ist die KPdSU-Monopolstellung aufgelöst worden. Nur durch den Druck der Menschen ist es endlich Rehabilitierung erfolgt, endlich Organisationsfreiheit, endlich Vereinigungsfreiheit. Das haben sie selbst erreicht. Selbst erreicht. Und immer wieder, wenn die Rede ist, auch heute in dem kleinen Film, ist immer nur die Rede, Gorbatschow hat geholfen bei der deutschen Wiedervereinigung. Ja. Gut, das ist auch eine Sache. Aber das Wichtigste ist, in 9 Jahren haben sich die Menschen von einer Diktatur befreit und die Uniform von Herrn Strelnikow ist eine russische Uniform einer russischen parlamentarischen Demokratie mit vielen Schwierigkeiten, vielen Mängeln. Es ist ja nur nicht so leicht, aber es ist eine russische parlamentarische Demokratie, dessen Uniform er trägt und das sollte man berücksichtigen. Das ist nicht mehr die Armee Stalins oder Brezhnevs. Das ist nicht mehr die Armee, die den Volksaufstand in der DDR niedergeschlagen hat, die ungarische Revolution 56 niedergeschlagen hat, den Prager Frühling 1968 durch Besetzung beendet hat. Nein, das ist eine andere Armee, eine Armee eines Landes, das selbst nicht nur sich befreit hat von der Diktatur, sondern offen selbst die fehlerhafte Vergangenheit anprangert,
auch die totalitäre Vergangenheit und ganz bewusst eine neue Armee eines neuen Staates. Und das sollen wir in Deutschland anerkennen. Und daher bin ich für einen würdigen, respektvollen, freundschaftlichen und partnerschaftlichen Abzug und Abschied, nicht im Sinne des Verabschiedung, sondern das jetzt auf neuer Grundlage, demokratisch-deutscher und demokratisch-russischer, völlig neuer Grundlage, eine echte menschliche, politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit beginnt. Keine befohlene Front. Aber alles das Keine passiert, Herr Leonhard, alles das passiert ja, was Sie eben gesagt haben. Genau das passiert ja. Es passiert halt eben nur in der Form am 31. August eine würdige Verabschiedung der... Ich sehe den Truppenabzug, den Abschied mit einer nachdenklichen Traurigkeit und mit einer engagierten Hoffnung. Mit einer nachdenklichen Traurigkeit, über die ich mich selbst wundere. Noch vor einem Jahrzehnt, als die sowjetischen Truppen ein diktatorisches Unterdrückungsinstrument waren, hätte ich mich gefreut, wenn sie weggehen. Aber in den letzten 9 Jahren hat sich so Unglaubliches gewandelt, dass ich jetzt tatsächlich nachdenklich traurig bin. Weil ich betrachte sie als meine Freunde. Sie sind die Vertreter eines demokratischen Russland. Und ich bin nachdenklich traurig, weil ich weiß, sie kehren zurück in ein Land mit unglaublichen Schwierigkeiten. Lebensschwierigkeiten, Versorgungsschwierigkeiten, Mafia, Kriminalität. Sie haben unglaubliche Schwierigkeiten, für die sie gar nichts können. Denn die heutigen Schwierigkeiten, das ist nur zu erklären, weil leider die Perestroika 20, 30 Jahre zu spät gekommen ist. Ein guter russischer Kollege von dem Institut sagte mir, wenn wir die Perestroika doch schon 1945 begonnen hätten, oder wenigstens 1956, dann würde die heutige Sowjetunion, dann wäre eine Föderation, ganz anders dastehen. Und es ist zu spät gekommen und die Menschen leiden. Und das macht mich traurig, weil ich mitfühle mit den Menschen, die für diese Situation nichts können. Und meine engagierte Hoffnung ist, dass gerade jetzt, wo sie abziehen, dass unsere Partnerschaft, die wir haben, und in vielen Fällen Freundschaft, nicht nur nicht nachlassen, sondern sich verstärken, erweitern und vertiefen wird. Das ist meine engagierte Hoffnung. Und zwar nicht nur mit diesen Milliardenkrediten von Regierung zu Regierung und Regierungserklärungen. Von Mensch zu Mensch. Von Mensch zu Mensch. Von Stadt zu Stadt. Von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Schule zu Schule, von Hochschule zu Hochschule, von Rundfunkstation zu Rundfunkstation, von Zeitung zu Zeitung, von Bibliothek zu Bibliothek. Dass gerade jetzt, wo sie abziehen, die Erkenntnis wächst, jetzt machen wir erst recht Partnerschaft und Freundschaft, untermauert mit menschlichen Beziehungen. Das ist meine große Hoffnung. Und das haben Sie verdient und das dient uns beiden. Meine Hoffnung ist, dass sehr viele Zuschauer Ihnen bei diesem Schlusswort sehr, sehr intensiv zugehört haben. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind zu diesem Gespräch. Und Ihnen, Herr Strelnikow, wünsche ich so unendlich viel Gutes. Und ich sage nicht nur danke, dass Sie gehen, sondern auch danke, dass Sie da gewesen sind. Und wenn wir aus dem unendlichen Leid, das sich die beiden Völker zugefügt haben, und aus der Tatsache, dass sie darin nicht ertrunken sind, sondern sich zu neuen Ufern aufmachen, lernen, dass man immer wieder neu anfangen soll, dann haben wir das Richtige gelernt. Aber die eigentliche Arbeit beginnt zu Hause. Und dort werden wir auch unsere Erinnerungsarbeit fortsetzen. Im September, Ende September, mit einem Stück, das sich mit dem Einigungsvertrag befassen wird. Seien Sie dann bitte wieder unser Gast und danke für Ihr Interesse heute. Hallo. Hey, pass auf, wo du hinläufst, sonst fällst du noch ins Wasser. Oh.
Na, Kind, da hattest du aber Glück, dass ich vorbeigeflogen kam. Danke, dass du mir das